Ja, also erstmal herzlichen Dank, dass ihr bei uns seid. Eben Firma Ella aus Schwenningen macht uns hier die Hütte heiß und zwar mit Burritos. War eine super geniale Idee, was wir da zusammen auf die Beine gestellt haben. Wir haben die leckersten 4 Sorten, die es wahrscheinlich gibt, rausklabustert. Und ja, wir haben Montag wirklich gewickelt und gerollt wie die Halbwilden und mit Unterstützung von Björn hat es super funktioniert. Gestern war ein heißer Tag und heute ebenso und die Kurve geht steil nach oben. Wir sind jetzt echt quasi fast ausgeschossen und hoffen, dass wir jetzt bald Nachschub bekommen, damit das weitergehen kann, weil Burritos ist wohl das Snackerlebnis der Woche. Ja, man ist so ein bisschen in dieser Lethargie drin gewesen, weil ja wieder Teil-Lockdown ist. Unser Kaffeebereich ist geschlossen. Wir müssen wirklich schauen, dass wir neue Dinge einfach an den Start bringen und dafür ist jetzt endlich Zeit. Ich kann mir gut vorstellen, dass Burrito schon irgendwo ein bisschen so besetzt ist, weil wenn man denkt so, das hatte ich vielleicht schon mal beim Mexikaner gegessen oder was könnte das jetzt sein beim Bäcker? Das ist sicherlich schon in Gedanken da, deswegen haben wir auch gar keinen groß anderen Namen erfunden als Burrito. Und wenn wir so ein bisschen erklären, eben das ist dieser leckere Weizentortilla und super lecker gefüllt mit verschiedenen Dingen, dann machen wir da, glaube ich, schon richtig Kopfkino draus. Ich mache jetzt gerade den Tex-Mex, der ist mit gebratener Boulette. Dann kommt da gekochter Reis dazu, 3 so Löffelchen. Dazu nehmen wir ganz frische Paprika, ein bisschen Reis. Dann haben wir Kidneybohnen, 2 Klecks Sour Cream Soße drauf. Einmal, zweimal. Salsa-Soße, mexikanische Gewürzmischung. Dann für den Crunch ein paar Taco-Chips und für die Frische noch ein bisschen Salat. Also ich denke, er ist sehr begeistert, dass er was Heißes bekommt, weil leider, es tut uns wirklich auch weh, sind alle Gaststätten im Moment im Lockdown und Mittagstische sind nicht vorhanden. Es bleibt eventuell noch eben der Kebabladen oder der Pizza to go, aber eben wenn ich was Schnelles suche, dann haben wir jetzt wahrscheinlich die richtige Lösung gefunden und neben unseren Burgern eben diese leckeren Burritos aus der heißen Theke und es geht ratzfatz. Also wenn wir die vorbereitet haben und in den Ofen machen, dann sind wir hier in 2 Minuten ready to eat. Also wir haben das jetzt schon so getestet, dass wir als letzten Vorgang nochmal Burritos wickeln und fahren die quasi über die Kühlung. Und dann sind wir schon morgens ab 6 Uhr eigentlich am Start, eben auch für so Frühdurchfahrer, die vielleicht im Ausland arbeiten, hier in der Schweiz, sind wir sehr in der Nähe, dass sie das mitnehmen können und sich dann sogar im Büro oder in der Werkstatt warm machen können. Dafür ist die Verpackung komplett super geeignet, weil du kannst diesen Snack inklusive Verpackung in den heißen Ofen machen und wie gesagt innerhalb 1,5 Minuten oder zu Hause sind es vielleicht auch mal 3, ist es ein tolles Mittagessen. Dazu haben wir in unserem Highspeed-Ofen wirklich die Möglichkeit, durch diese Steinplatte, die da drin ist, kann man den Burrito wirklich mit Verpackung einfach einschießen. 1,5 Minuten haben wir komplett da Programme entwickelt, die das innen auch heiß machen, außen kross. Und wir können das mit der Serviette einfach rausnehmen und dem Kunden sofort rüberreichen. Gut, dazu muss man sagen, also wir machen wirklich bei uns in der Backstube alles von Hand selber, bis natürlich eben diese Weizentortilla-Fladen. Da sind wir jetzt noch auf keine Idee gekommen, die irgendwie selber zu machen und deswegen kaufen wir die eben im Großmarkt zu. Natürlich die beste Qualität und man muss auch dazu sagen, wir haben unser Sortiment damals schon ein bisschen ergänzt mit den Wraps in der kalten Variante. Ich denke, das spielt soweit keine Rolle, weil der frische Charakter trotzdem beibehalten wird, weil wir eben vor Ort zubereiten. Der Kunde kann uns zuschauen, wenn jetzt zum Beispiel eben eine Sorte gerade ausverkauft ist, dann kann es frisch vor Ort gemacht werden. Die Zutaten sind alle da, wird es frisch gewickelt, ab in die Verpackung. Die Unterschiede bei den Burritos und den Burgern sind, dass wir die Burritos vorbereiten können und wir können sie dann einfach schnell verpacken, in den Ofen schieben, es geht 1 Minute lang und dann kann es der Kunde gleich mitnehmen. Störfaktor jetzt nicht. Die Kunden sind natürlich immer sehr neugierig und wollen jetzt wissen, was ist da drin.
Natürlich kommt es dann darauf an, wer hinter der Theke steht und wie man es dann verkauft. Man kann dem Kunde sagen, hey, wir haben Burritos, der ist badisch, das ist mit Sauerkraut und Fleisch ist da drin und Röstzwiebeln. Dann denke ich schon, dass der das dann auch so mitnimmt, auch wenn es verpackt ist. Und wenn er dann halt die Packung aufmacht und dann reinbeißt, denkt er so, beim nächsten Mal komme ich wieder so. Das war jetzt noch was Besonderes, auch wenn er es nicht gleich gesehen hat. Also dank Mundschutz sieht man ja leider nicht so viel, aber wenn die Augen leuchten, das ist das schönste Geschenk, was man eigentlich haben kann, wenn man einen Burrito rüberreicht.